Ich mache jetzt ein Ugly Light Setup und irgendwann in einem der letzten Videos hat irgendwer geschrieben, so setzt man das Licht aber nicht richtig. Ja, ist mir scheißegal. Es ist möglich, dass es scheitert. Jetzt suche ich meine Kamera, falls ihr euch fragt, was ich hier mache. Achso, hier hat der Paulin. Heute will ich euch mal schon ein Shooting von der Planung bis zum fertigen Bild zeigen. Das heißt, wie gehe ich da dran, wie suche ich das Model aus, wie shoote ich währenddessen und vor allem dann, wie bearbeite ich auch die Bilder. Also alles an einem Stück von Anfang bis zum Ende. Und wir haben heute ein bisschen was überlegt mit roten Strumpfhosen und roten Schuhen und einem schwarzen Sakko. Und dazu haben wir uns noch einen zweiten Look gemacht mit einem schwarzen Kleid. Pauline ist schon mal fertig gemacht, haben wir ein bisschen schöne Ohrringe drauf getan, um den Look zu komplettieren. Und wir fangen erstmal im Stehen an, aber wir werden uns gleich viel in Bewegung versetzen. Vielleicht mit dem Stuhl, vielleicht auf dem Boden. Genau, ich habe das Lichtsetup einmal gemacht. Ich zeige euch das mal, Lea auch. Ziemlich easy oder vielleicht doch nicht so. Ein hartes Licht, um eine schöne Kante zu setzen. Dann von der Seite auch noch ein bisschen zusätzlich aufhellen. Und hier ist nochmal ein Fülllicht, was einfach nur gegen die Wand bounced und komplett nochmal das Ganze etwas aufhält. Im Grunde könnt ihr hier schon im Video einen ziemlich harten Schatten sehen, der von meinem Hauptlicht kommt, das direkt neben Pauline steht. Somit beleuchte ich mehr oder weniger nur eine Seite. Und das zweite Licht, was ich habe, das gegen das Weedflag baut, ist ein bisschen weicher und hält auch von der Seite von fast der gleichen Richtung ein bisschen weiter vorne ein bisschen auf. Und mein Fill-Light ist eben dafür da, dass nicht die lichtabgewandte Seite komplett im Schwarzen absäuft, beziehungsweise dass der Kontrast auch nicht zu stark wird. Ausbalancieren des Lichts könnt ihr dann ein bisschen bestimmen, wie hart ihr die Kontraste auch haben wollt. Wenn ihr eben das harte Licht im Vergleich zu den anderen sehr, sehr stark einstellt, dann wird der Kontrast eben größer. Wenn ihr das Fill-Light im Verhältnis etwas stärker einstellt, dann wird das Ganze etwas flacher. Das ist persönlicher Geschmack. Und ob ihr alle drei Lichter nutzt oder vielleicht sogar mit zwei arbeitet, könnt ihr vorher überlegen. So, wir sind jetzt hier in Capture One und ich würde jetzt bei dem Bild erstmal in die lineare Wiedergabe gehen. Ihr seht, dass das Bild jetzt wesentlich dunkler wird, aber das ist eigentlich die RAW-Datei, die euch auch aus der Kamera gegeben wird. In diesem Automodus ist es so, als würde man bereits so eine Kontrastkurve einziehen. Und das versuche ich oft gar nicht so richtig zu nutzen, sondern eben gleich in die lineare Wiedergabe zu gehen und von da aus die Anpassung durchzuführen. Und ich ziehe dann immer erstmal schon mal die Helligkeit nach oben, dass wir das zurückholen können. Und bei so einem kontrastreichen Bild nehme ich oft den Kontrast einfach schon mal so ein bisschen raus. Und von da aus nochmal bei der Belichtung ein bisschen nachdrehen. So, geht schon in die richtige Richtung. Und jetzt ist mir das Bild noch ein bisschen zu warm. Und ich würde deswegen am Weißabgleich ein bisschen ändern, so auf 5,2. Das ist in etwa das, was ich mir als Ziel heraussuche. Und würde jetzt bei den HDR-Werten nochmal so ein bisschen alles nach unten drehen. Ein bisschen weniger Lichter, weil ich eben sehr viel Kontrast habe und ein bisschen weniger weiß und auch etwas weniger in den Schwarztönen. Das heißt, die ziehen wir eher ein bisschen ins Dunkle rein, ihr seht, aber nur so weit, dass eben nichts wirklich absäuft in dem Bereich. Und das ist so meine RAW-Conversion. Von hier springe ich dann immer in Photoshop ab. Und in Photoshop gehe ich erstmal dran, dass ich so eine Grundretusche reinkriege. Und früher habe ich das auch immer mit Dodge & Burn und so weiter gemacht. Das spare ich mir. In einem der letzten Videos habe ich euch gezeigt, dass ich mittlerweile ein Plugin benutze, Retouch for Me nennt sich das. Und da lasse ich das Ganze von der KI machen. Das spart mir einfach Zeit. Habe ich keine Lust, das irgendwie selber zu machen und ist sogar teilweise besser als das, was ich hinbekommen würde. Reicht mir an der Stelle also aus. So, dieses Dodge & Burn ist fertig. Das sieht man ja ganz gut im Gesicht, dass es so ein bisschen Schattierung und so weiter mit aufhebt. Jetzt würde ich noch den Clean Backdrop drüber jagen. Einfach, um hier diese Unreinheiten in meinem Hintergrund aufzuräumen und das Ganze noch ein bisschen cleaner zu gestalten. So, das Ganze ist jetzt schön aufgeräumt, sodass ich das nicht per Hand machen muss. Und von hier aus starte ich jetzt meistens, dass ich in die Luminanzmasken gehe. Dafür habe ich eine Aktion angelegt. Vielleicht mache ich dazu separat auch noch mal ein Thema. Bei Luminanzmasken ist es grundsätzlich so, dass hier eine Maskierung stattfindet, und zwar sehr fein granular des Bildes. Was hell auf dem Bild erscheint, wird auch stärker bearbeitet und was dunkel erscheint, eben
weniger. Und ich habe hier Luminanzmasken für Lichter, für Tiefen und für die Mitteltöne. Und dann gucke ich mir das Bild einmal in der Analyse an und das hat eigentlich schon einen ganz guten Look. Und jetzt versuche ich aber ein bisschen Kontrast reinzubringen. Und jetzt gehe ich in meine erste Luminanzmaske, markiere mir die und gehe dann in die Gradationskurve und ziehe so ganz bisschen insgesamt die hellen Töne hoch. Und dann gehe ich in die zweite Luminanzmaske, wo eben weniger helle Töne drin sind und ziehe die noch ein bisschen stärker hoch. Und dann nehme ich die dritte und ziehe die noch ein bisschen stärker hoch. Und das packe ich mal in eine Gruppe, um das zu zeigen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen Kontrast hergestellt, einfach nur indem wir über die Luminanzmasken gearbeitet haben. Und gleichzeitig ist mir das mit dem Schwarz hier ein bisschen wenig. Ich würde die Tiefen ein bisschen runterziehen. Also markiere ich mir hier so eine Luminanzmaske für die Tiefen und ziehe so ein bisschen runter. Und ich zeige euch mal, schaut mal, ich übertreibe mal, wie die Tiefen in der Jacke so ein bisschen dunkler werden. Und so viel mehr mache ich da gar nicht. Packe ich mal auch mit in die Gruppe rein. Und ihr seht, mit so ein paar Anpassungen ist das Bild schon ein bisschen kontrastreicher, ein bisschen interessanter, ein bisschen schöner für den Betrachter geworden, zumindest nach meinem persönlichen Geschmack. Und dann nehme ich mir die Augen vor und hierfür nehme ich eine Gradationskurve und drehe die sehr weit nach oben. Und mit Steuerung I invertiere ich das Ganze und male das gleich in die Augen rein. Und nicht erschrecken, die werden jetzt natürlich viel zu hell sein und vollkommen ausgebrannt. Aber wenn ihr mein Video zum Thema Blend-If gesehen habt, dann wende ich das Ganze jetzt nur auf die hellen Bereiche an und ziehe das eben aus den dunklen Bereichen raus, sogar aus dem ganz dunklen auch noch ein kleines Stückchen. Und zack, habe ich meine Augen etwas aufgehellt. Und den Rest, also die Stärke, stelle ich dann so ein bisschen über die Deckkraft ein. Gehe hier so mal auf 60%. Und ihr seht, gibt nochmal so einen kleinen Eyecatcher. Sieht ganz gut aus. Und manchmal stört mich hier in dem Bereich in meinem Studio, weil ich zu geizig bin, da immer Papier zu nehmen, diese Kante. Manchmal tut es das nicht. Wenn es das tut, dann markiere ich mir das Ganze. Und zwar den Bereich, den ich nicht mehr haben möchte. Und lasse mir das einfach von der Photoshop-Funktion weggenerieren. Gibt da gar nichts ein. Er wird das Ganze jetzt analysieren und feststellen, dass diese Kante mich stört. Und wird das Ganze eben etwas gleichmäßiger im Übergang gestalten. So, die Version gefällt mir ganz gut. Das gleiche machen wir hier. So. Und dann haben wir das Ganze hier schon ganz gut fertig gemacht. Mal ein Vorher und ein Nachher. Ein bisschen mehr Kontrast reingebracht, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Glanz in die Augen gebracht. Und wenn ich ganz viel Lust habe, packe ich mir noch eine Grauebene drunter. Und füge so ein bisschen Korn dazu. Einfach Rauschen hinzufügen. Manchmal mache ich das vorher schon in Lightroom, in Capture One. Manchmal mache ich das erst hier in Photoshop. Jetzt mache ich es mal nachträglich. Und dann bringe ich einfach so ein bisschen Korn in das Bild rein. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen, ja, Struktur. Gefällt mir ganz gut. So würde ich das Bild jetzt nehmen. Vermutlich und auch so an Pauline ausliefern. Das ist die Bearbeitung, die ich eben für dieses Licht nutze. Ich achte halt wirklich darauf, dass ich hier bei so einem harten Licht dann eben das Bild etwas flacher mache, wie eben gezeigt in Capture One, indem ich die Kontraste runterdrehe. Und dann eben hier in Photoshop grundsätzlich nur ein bisschen Dodge and Burn, Hintergrund aufräumen und so ein paar störende Bereiche, die mich triggern, mache ich dann weg, so wie die Augen. Viel mehr ist es gar nicht. So, ihr seht, ich habe das Licht ein bisschen umgebaut. Jetzt habe ich quasi nur noch dieses eine Licht und eine Lichtformer. Und so ein bisschen auch der Look, den wir schon mal mit Pauline so ähnlich hatten, mit dem Sleeky, das so ein bisschen nach Basic Instinct aussah. Ihr kennt das Video, ich verlinke es auch hier oben. Und das heißt, wir haben hier so eine kleine Lichtführung vom Schatten auf dem Boden. Pauline hat das Licht relativ hart. Wir haben ein weiteres Fülllicht. Das mag ich ganz gerne. Ich mache nicht zu viele Kontraste, nur dass man es so andeutet. Und dann sieht man, dass auf dem Hintergrund relativ wenig Licht auftrifft. Ihr könnt die Schatten ein bisschen weicher machen, wenn ihr möchtet, indem ihr hier auf dem Teil ein Lichtformer drauf packt, zum Beispiel ein Lantern oder eine kleine Softbox. Ich mag den Look aber richtig gerne und möchte es gerne so lassen. Ich mache jetzt nochmal ein drittes Licht für ein Set. Wir hatten auch so ein bisschen verabredet, dass heute so ein bisschen auch Film dabei ist. Deswegen wir auch ein bisschen schneller shooten als sonst üblich.
Ich lasse mir sonst für so ein Set, ein Lichtsetup so schon mal 1 Viertelstunde, 20 Minuten Zeit. Das machen wir heute aber etwas fixer, was auch geht, weil Pauline nämlich relativ zügig im Posing ist und da sitzen die Bilder richtig gut. Und ich mache jetzt eigentlich Folgendes. Ich mache jetzt ein Ugly Light Setup. Und irgendwann in einem der letzten Videos hat irgendwer geschrieben, du setzt mal das Licht aber nicht richtig. Ja, ist mir scheißegal, denn ich setze das Licht so, wie ich es haben möchte und dann probiere ich mal was aus, weil das ist für mich der Sinn vom Testen. Manchmal kommt nämlich was Gutes bei raus und manchmal nicht. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt ziemlich eklig eigentlich hier die Wand mit so einem kleinen Spot bestrahlen, wo das hinten so ein bisschen eigentlich zu hell ist, um wirklich den Blick zu Pauline zu richten. Das ist zumindest meine Idee im Kopf. Werde trotzdem hier bei einem harten Licht bleiben, um das Ganze schön crisp sitzen zu lassen. Was ich mit dem Fülllicht mache, muss ich mal gleich sehen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie es mir gleich vom Kontrast und so weiter gefällt. Das heißt, ich habe hier hinten schon mal mein Ugly Light, wenn man so will, und fülle jetzt nicht die gesamte Fläche auf, sondern habe eben mit diesem Standardreflektor jetzt ein sehr punktiertes Licht, verdammt nochmal, was man hier vielleicht auch ein bisschen so sehen kann, keine Ahnung, in der Kamera. Und das werde ich jetzt gleich relativ stark stellen und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Es ist möglich, dass es scheitert und das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß, ich werde dafür verurteilt werden, aber es ist mir egal, denn nur so lerne ich neue Lichtsetups. Jetzt suche ich meine Kamera, falls ihr euch fragt, was ich hier mache. Achso, die hat ja Pauline. Und werde mal ein paar Bilder shooten. So, das hintere Licht haue ich jetzt mal ordentlich drauf. Eigentlich brauche ich das noch stärker gerichtet, noch stärker punktiert. So richtig not nice. Und dann gucken wir mal. Ich mache jetzt mal das Fülllicht aus, damit ich einfach sehe, wie die beiden Lichter zusammen harmonieren. Und machen wir ein Bild. Ja, sehr schön, aber ich würde es noch gerichteter haben. Eigentlich brauche ich schon fast einen Snoot, aber da habe ich jetzt keinen Bock, den aufzubauen. Genau. Ja, das ist es. Also ihr seht, eigentlich sind es wirklich unschön platzierte Lichter hinten. Ich werde euch aber später bei der Bearbeitung zeigen, was ich da im Kopf habe und mal sehen, wie gut das funktioniert. Und das machen wir jetzt mal wieder gemeinsam. Ich gehe wieder in die lineare Wiedergabe und ziehe auf jeden Fall schon mal den Weißabgleich runter, weil mir das Ganze zu warm ist. Und dann gehe ich, um die Helligkeit wieder rauszubekommen, wieder bei der Helligkeit ein bisschen hoch und bei der Belichtung und versuche hier bei dem Kontrast wieder etwas zu senken, weil ich ein kontrastreiches Bild habe und deswegen mache ich im Edit danach den Kontrast ein bisschen runter. Ziehe auch hier bei der Lichtheit ein bisschen was raus. Und vor allem bei der Helligkeit ziehe ich ganz ordentlich raus, weil ich das hier nicht als klares Weiß haben möchte, sondern eigentlich das ein bisschen im Graubereich halten will. Und dann ziehen wir mal die Tiefen ein bisschen rein. So, das sieht doch ganz passabel aus. So, vielleicht hier bei der Helligkeit noch ein bisschen hoch. Und bei der Gradationskurve, da will ich so ein bisschen das Schwarz rausziehen und in den dunklen Stellen etwas dunkler machen. Und gleichzeitig will ich bei der Gradationskurve hier oben, guckt euch mal ein Video an zum Mute Your Highlights, die Highlights ein bisschen nach unten drücken, eben um hier das Weiß nicht komplett weiß sein zu lassen. Und dann hole ich es hier an dem Bereich wieder zurück. Und das wäre jetzt so mein Grundbild, von dem ich das jetzt weiter bearbeiten will in Photoshop. Und jetzt gehe ich eigentlich genauso wieder vor wie beim letzten Mal. Ich lasse einmal die KI drüber laufen und sage mal, ich mache hier Dodge and Burn und räume mir den Hintergrund auf. Und jetzt arbeite ich wieder mit meinen Luminanzmasken. In dem Fall will ich diese Bereiche ein bisschen matter machen, dass da nicht ganz so viel Grad drin ist. Und dafür suche ich mir halt aus, wo das Grad noch so erwischt wird. Das dürfte hier Lichter 4 sein. Und mache mir eine Gradationskurve und ziehe das Ganze hier ein bisschen nach unten, ein bisschen dunkler zu machen. Nee, es wird nicht ganz erreicht. Ich gucke mal, ob Licht R3 das Richtige ist. Und dann, ja genau, jetzt seht ihr, dass wir den Glanz ein bisschen rausziehen können. Das mache ich jetzt ganz einfach mal. Gucke, wie das Gesamtbild dann damit aussieht. Ja, sehr schön. Und jetzt gehe ich aber trotzdem rein und sage, ich will aber insgesamt in den etwas hellen Bereichen wieder das Ganze wieder ein bisschen nach oben ziehen und
In dem Fall ist mir das Bild insgesamt zu hoch, sodass ich in den Tiefen nochmal ein bisschen nach unten gehe. Ich spiele da oft einfach auch rum. Probiert euch aus. Und dann schaue ich mir das mal an, was ist so passiert. Ja, genau. Ist ein bisschen matter geworden. Das, was ich haben wollte, da probiere ich jetzt einfach noch ein bisschen rum, bis ich den richtigen Kontrastwert für mich habe. Und dann sollte das passen. Sehr schön. Genau, dann gehe ich wieder an die Augen, wie eben auch schon, relativ unspektakulär, mache die schön hell, hole mir meinen Pinsel und maskiere die Augen wieder einmal, maskiere die Augen einmal so ein. So. Und dann wieder Blend-If, ziehe mir diese Gradationskurve aus den dunklen Bereichen raus und schaue dann, ja, zack, Augen etwas leicht aufgehellt. Damit den Blickfang gesetzt, wunderbar. In dem Fall stört mich hier auch die Kante nicht, finde ich eigentlich ganz gut und ganz passend zu dem Edgy Vibe. Hier seht ihr mein Ugly Light, was doch mal so einen kleinen Blickfang auf das Bild liefert und das Ganze mit dem Look, mit den schönen Schuhen und so weiter komplettiert. So gehe ich an das Bild ran, das wird jetzt auch abgespeichert. So Mädels, wir machen jetzt den letzten Look. Pauline hat sich schon Position genommen, das Licht jetzt auch. Ich versuche mal ein Bild zu schießen. Ja, sehr schön. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen One-Light-Setup mit einer 120er Octabox, die ich mit Wabe und Diffusor über Pauline angebracht habe. Das Ganze ist leicht gefässert. Das Prinzip vom Fässern habe ich auch schon mal in einem meiner Videos hier erklärt. Schaut gern vorbei. Und durch die Wabe wird das Ganze noch ein bisschen kontrastreicher. Ihr seht dann eben auf dem Hintergrund entsprechend weniger Licht ankommen. Und wir haben dieses schöne, weiche Licht von oben gerichtet, das einen ganz tollen Glanz und ganz tollen Look auf Pauline zaubert. Und auch ein schneller Edit für dieses Bild. Einmal, ich gehe hier in dem Weißabgleich erstmal wieder ein bisschen runter auf 5000, ein bisschen kühler, ist mir zu warm gewesen. Und gehe hier in die lineare Wiedergabe. Ziehe wieder die Helligkeit ein Stück hoch und da das eher ein weiches Licht ist und weniger Kontrast haben, ziehe ich den Kontrast ein bisschen nach auf die Belichtung, so, bis es für mich passt. Ich könnte sogar ein bisschen Sättigung rein, weil ich es insgesamt kühler gemacht habe, aber die Hautfarbe ein bisschen zurückholen will. Das könnte ich jetzt gezielter machen, aber es passt soweit für mich. Und wie gesagt, weiches Licht, da gehe ich eher in die Kontraste, also ziehe hier das Weiß ein bisschen hoch und die Tiefen ein bisschen runter. So, ziehe nochmal bei der Helligkeit. Das ist für mich soweit in Ordnung. Und da können wir auch direkt in Photoshop loslegen. Was mir als erstes auffällt, ist natürlich dieses Kabel hier, was mir im Weg ist. Und da mache ich einfach Fläche füllen, inhaltsbasiert. Das macht dann Photoshop eigentlich ganz gut von alleine. Und dann dupliziere ich mir hier wieder meine Ebene und lasse mein Deutschland Burn Plugin drüber laufen. Und außerdem versuche ich den Hintergrund ein bisschen aufzuräumen, indem ich hier Clean Backdrop nehme. Und jetzt arbeiten wir wieder mit den Luminanzmasken. Und wie gesagt, es ist ein eher weiches Licht, so dass ich hier ganz gerne Kontraste wieder reinbringe. Und ich mache das wieder so ein bisschen gestaffelt, dass ich eben, je weniger Lichter erfasst werden, das Ganze eher stärker in den Kontrast schiebe. Und jetzt haben wir quasi nur in den hellen Tönen ein bisschen aufgehellt, ohne wirklich die Schwarztöne anzufassen. Und hier können wir jetzt ein bisschen wieder bei den Schwarztönen nach unten gehen, bis nach unten senken. Sogar vielleicht hier Tiefen 3, das Kleid mit reinzunehmen. Zack. Und packen wir mal mit in die Gruppe. Und zack, haben wir mit einem Schlag ein bisschen Kontraste erhöht. Ich habe hier deutlich übertrieben für meinen Geschmack. Und jetzt können wir aber insgesamt einfach hier über den Deckkraftregler das Ganze etwas nach unten ziehen. Und hier so bei 38–40% finde ich es ganz nice. Und bin an der Stelle auch schon fertig. Ihr seht, ich mache nicht so viel im Color Grading oder sowas. Bin da jetzt auch nicht so der Beste, würde ich mal sagen, drin. Ich bleibe einfach true to the color, wie man so schön sagt, und arbeite damit. Und jetzt ziehen wir ein bisschen nochmal an den Augen ein bisschen rein. So, sieht aus wie ein Alien, wollen wir natürlich nicht. Wieder die Blend-F-Methode. Einmal nach oben gezogen, aus den dunklen Stellen raus.
Und jetzt schaut euch mal, wie schön die Augen wirklich nur in den hellen Bereichen nochmal aufgehellt werden. Wollen wir auch wieder nicht so ganz übertreiben, bis nach unten. So, und in dem Fall stört mich die Kante hinten ein bisschen wieder. Das heißt, ich lasse mir die einfach mal ordentlich weggenerieren. Zum Glück gibt es heute ja KI. So, fertig ist das Bild. Wenn man mag, wie gesagt, kann man wieder ein bisschen Korn reinstellen. Gibt so ein bisschen Struktur in das Bild. Einfach wieder an der Stelle mit dem Rauschfilter oben drüber und ein bisschen Korn über das Bild legen. Fertig.